Mama ruft an. Warte kurz, Sarah. Hallo Mama. Wie geht's dir? Wir haben hier eine tolle Zeit. Ich will nicht mehr warten. Ich fahre allein mit dem Skilift. Ich habe so viel Spaß. Ich sollte hier ein Selfie machen. Hilfe! Jemand soll mir helfen. Peter, rette mich. Es ist wirklich gefährlich. Ich will nicht sterben. Peter, wo bist du? Okay, Mama. Pass gut auf dich auf. Ich rufe dich später an. Sarah, wo ist sie hin? Sarah, wo bist du? Peter, ich bin in Gefahr. Bitte rette mich. Halte durch, Sarah. Ich werde dich retten. Keine Panik. Mir wird schwindlig. Meine Hand rutscht ab. Meine Frau ist in Gefahr. Bitte stoppen Sie sofort den Sessellift. Was? Keine Sorge, ich halte den Sessellift sofort an. Ich werde ohnmächtig. Oh Peter, wo bist du? Sarah, ich bin hier. Schau mich an. Ich werde dich retten, meine Liebe. Peter, ich liebe dich so sehr. Bitte rette mich. Halte dich fest, Sarah. Du bist ein tapferes Mädchen. Peter, es tut mir leid. Ich war einfach zu aufgeregt. Fass meine Hand, Sarah. Ich hole dich da raus. Alles ist gut. Ich bin bei dir, mein Schatz. Alles ist wieder in Ordnung. Jetzt werden wir richtig viel Spaß haben. Ich bin im 7. Himmel, Peter. Ich bin im Paradies. Danke für alles. Mama, warum wurde meine Karte abgelehnt? Ich habe mich vor meiner Freundin total blamiert. Ich habe nur noch $5 auf meinem Konto. Was ist los, Mama? Benimm dich, Lisa. Ich muss dir etwas sagen. Beruhige dich erstmal. Ich höre. Ist alles in Ordnung? Was ist passiert? Ich habe einen Privatkredit beantragt, Lisa. Ich war bei der Bank. Zum Glück habe ich den Kredit bekommen. Jetzt kann ich in meine Firma investieren. Das sind doch gute Nachrichten. Wo liegt das Problem? Ich muss den Kredit samt Zinsen in 6 Monaten zurückzahlen. Wenn ich das nicht schaffe, nimmt die Bank unser Haus. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Meinst du das ernst, Mama? Ich meine es ernst, mein Schatz. Du musst für meine Firma beten. Warum passiert das gerade mir? Heißt das, ich kann meine Mastercard nicht mehr benutzen? Mama, ich will nicht obdachlos werden. Du musst den Kredit rechtzeitig zurückzahlen. Ich brauche deine Unterstützung, mein Liebling. Wir müssen unsere Ausgaben drastisch senken. Ich werde gewinnen, Peter. Du kannst mich nicht besiegen. Das werden wir sehen. Ich lasse dich nicht gewinnen, Sarah. Ich mag dein Selbstvertrauen. Aber ich werde gewinnen.
Du hast gewonnen, Sarah. Ich bin so stolz auf dich. Du lernst wirklich schnell. Ich hab's dir doch gesagt. Ich bin gut im Skifahren. Mich besiegt keiner. Ich muss kurz auf die Toilette. Bin gleich wieder da. Okay, Liebling. Ich bleibe hier und warte auf dich. Sie ist so schön. Eine mutige Frau. Ich glaube, sie ist Single. Ich muss sie ansprechen. Entschuldigung? Darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja, bitte? Kann ich Ihnen helfen? Ich habe gesehen, wie Sie Ski gefahren sind. Sie sind wirklich gut darin. Glückwunsch. Danke für das Kompliment. Ich bin Ramos. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ich bin Sarah. Freut mich ebenfalls. Sarah, Liebling, komm schon. Wir müssen uns beeilen. Es schneit immer stärker. In Ordnung. Ich komme, Schatz. Wer war das? Ist das Ihr Freund? Warum denke ich überhaupt an Sie? Ich muss Sie unbedingt wiedersehen. Hey Peter. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, Sarah. Macht es dir Spaß? Natürlich, mein Schatz. Das sind die glücklichsten Tage meines Lebens. Was ist das hier? Du machst deine Arbeit überhaupt nicht richtig. Ich gebe mein Bestes, Madame. Sie müssen mehr Kapital in Ihre Firma investieren. Ich halte das nicht mehr aus. Warum sinken meine Umsätze Tag für Tag? Wenn Sie nicht mehr investieren, müssen Sie die Firma schließen. Das werde ich niemals zulassen. Ich muss meine Firma retten. Ab sofort muss jeder Mitarbeiter härter arbeiten. Hast du das verstanden? Verschwinde. Und du solltest besser arbeiten. Ja, Madame. Ich gebe mein Bestes. Was soll ich jetzt bloß tun? Ich habe den Kredit bekommen, aber es reicht nicht aus. Ich darf mein Haus nicht verlieren. Nein, nein. Ich will nicht obdachlos werden. Ich muss mit Peters Mutter sprechen. Sie kann mir helfen. Lisa kann mir ebenfalls helfen. Sie muss Peter heiraten. Ich tue alles, um meine Firma zu retten. Peter kann meine Firma retten. Hallo Lisa. Ich muss dringend mit dir reden. Wir sehen uns zu Hause. Ich habe eine Idee. Klar, Mama. Bis bald. Ich muss diesen Schritt gehen. Ich will nicht obdachlos werden. Ich darf meine Firma nicht verlieren. Was ist dein Plan, Mama? Wie können wir die Firma retten? Peter kann meine Firma retten. Er ist reich. Wir haben keine andere Wahl. Du musst Peter treffen. Du musst Peter für dich gewinnen. Was? Das darf doch nicht wahr sein, Mama. Er liebt mich nicht. Ich will mich nicht in sein Leben einmischen. Er wird mir nicht helfen. Hast du einen anderen Plan? Wir sollten den Kredit auf eine andere Weise zurückzahlen. Niemand kann mir in dieser Situation helfen. Wir sind machtlos. Du musst das tun, Lisa. Du musst mir in dieser Sache helfen. Hey, schönes Mädchen. Wie geht's dir? Ich bin Ramos. Wollen wir zusammen essen gehen? Entschuldigung. Ich möchte nicht mit dir reden. Machst du hier Urlaub? Woher kommst du? Wer bist du überhaupt? Warum stellst du diese Fragen?
Ich möchte dich einfach kennenlernen. Bitte versteh mich nicht falsch. Sarah. Peter? Was machst du denn hier? Ramos? Oh mein Gott. Es ist eine Überraschung, dich hier zu sehen. Kennt ihr euch, Jungs? Lange nicht gesehen. Wie geht's dir? Mir geht's gut, Ramos. Ich habe dich so sehr vermisst, mein lieber Cousin. Was? Ramos ist dein Cousin? Ich habe dich auch vermisst. Was machst du hier? Wie geht es meiner Tante? Ihr geht es gut. Und wie geht es meinem Onkel? Ihm geht's sehr gut. Ich werde euch bald besuchen. Wir verbringen hier unsere Flitterwochen. Das hier ist meine Frau Sarah. Frau? Ach so. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Sarah. Ganz meinerseits, freut mich auch. Mir ist eiskalt. Peter, ich habe großen Hunger. Lass uns zusammen essen gehen. Ramos, warum kommst du nicht mit? Klar, sehr gern. Ich habe Sarah schon früher getroffen. Sie ist gut im Skifahren. Wann habt ihr geheiratet? Ihr hättet mich einladen sollen. Tut mir leid. Alles ging so schnell. Wir fliegen morgen zurück. Was? Ihr solltet noch ein paar Tage bleiben. Ich möchte Zeit mit dir verbringen, Peter. Ich kann nicht länger hier bleiben. Warum kommst du nicht mit uns? Du solltest ein paar Tage mit uns verbringen. Klingt gut. Einverstanden. Ich komme mit. Heute ist es so heiß. Zum Glück gibt es hier eine Klimaanlage. Du bist so süß, Clara. Mama, ich vermisse meine Schwester. Ich will mit ihr reden. Sarah kommt morgen, Clara. Gefällt dir deine neue Puppe? Ja. Ich liebe sie. Vielen Dank, Mama. Hallo, lieber Peter. Wie geht's dir? Hast du Spaß? Ja, Mama. Ich habe hier richtig Spaß. Ich habe Ramos getroffen. Er lebt in Kanada. Wirklich? Wie geht's ihm? Ich möchte mit ihm sprechen. Ramos ist mein Liebling. Ihm geht's bestens, Mama. Er kommt mit uns. Was? Ich bin so froh, das zu hören. Ich habe ihn so vermisst. Okay, Mama. Pass auf dich auf. Wir sehen uns morgen. In Ordnung, mein Sohn. Bis morgen. Oh meine liebe Freundin. Wo bist du nur? Verschwinde. Was machst du hier? Ich habe gesagt, verschwinde. Ich will dein Gesicht nicht sehen. Ich hasse dich. Raus aus meinem Haus. Bitte, sag das nicht. Es tut mir so leid. Du bist meine beste Freundin. Ich hätte dir helfen sollen. Ich war völlig durch den Wind. Ich habe meinen Fehler eingesehen. Kannst du mir verzeihen? Es tut mir wirklich leid. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich bin nicht verrückt. Hör auf, so theatralisch zu sein. Du bist eine egoistische Frau. Würdest du bitte gehen? Du verschwendest meine Zeit. Sie ist so schlau. Was soll ich jetzt tun? Bitte, verzeih uns. Ich war doch dein Liebling. Mein Sohn war dem Tod nahe. Du hast meinen Sohn nicht geliebt. Sarah hat meinen Sohn gerettet. Jetzt reicht es. Raus. Sofort. Mama, komm. Lass uns gehen. Wir hätten gar nicht herkommen sollen. Mach dir keine Sorgen, Mama.
Alles wird gut. Wir haben noch 6 Monate. Du musst an Gott glauben. Peters Mutter wird uns nicht helfen. Nein, Lisa, nein. Ich kann ihr nicht verzeihen. Sie hat mich beleidigt. Du musst Peter für dich gewinnen. Ich kann mein Haus nicht verlieren. Ich will meinen luxuriösen Lebensstil zurück. Ich kann Peter nicht ausnutzen, Mama. Er ist sehr klug. Du musst es tun. Wir haben keine andere Wahl. Sicher. Du wirst bei uns viel Spaß haben. Ich bin total aufgeregt. Ich freue mich auf meinen Urlaub bei euch. Du solltest dir jetzt ein Mädchen suchen. Es ist Zeit zu heiraten. Daran denke ich auch schon. Ja, Sarah und Peter kommen. Mein Neffe kommt auch. Ich kann es kaum erwarten, meine Schwester zu sehen. Ich habe Sarah und Peter so vermisst. Ich habe sie auch vermisst. Sie müssten bald da sein. Ich bin hier, meine liebe Tante. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.